anderswohin unterwegs. Bin inzwischen in der Nähe von Aachen, in der Stadt, die heißt Übach-Palenberg. Das sind zwei Stadtteile, einmal Übach und einmal Palenberg, zusammen Übach-Palenberg. Und dieser Wasserturm, der hoch über die Dächer von Übach-Palenberg hinausragt, das ist ein Relikt der Vergangenheit. Er erinnert an das Aachener Revier, das hier Kohle gefördert wurde. Carolus Magnus hieß die Zeche hier in Übach-Palenberg und das hier ist die letzte Lore, die damals nach oben gebracht wurde. Man hat sie hier als Erinnerung ausgestellt. Von 1911 bis 1962 hat die Zeche hier existiert. Aus bis zu 700 Metern Tiefe hat man da die Kohle hochgeholt. Heute erinnern nur noch eine Halde und ein paar Gebäude an die Zeche. Diese Tafel hier erinnert an ein Unglück, das es in der Zeche gegeben hat. Und über allem thront dieser historische Wasserturm. 1912 wurde er gebaut, 500 Kubikmeter Wasser hat er gefasst. Aber wir gehen weiter zurück in der Geschichte von Übach-Palenberg, 1000 oder sogar 1200 Jahre. Im 11. Jahrhundert wurde diese kleine Steinkirche gebaut. Sie heißt St. Petruskapelle, aber hier kennt man sie nur unter dem Namen Karlskapelle. So wie die Zeche Carolus Magnus den Namen von Karl dem Großen trug, trägt ihn auch diese Kirche hier. Die Karlskapelle ist benannt nach Karl dem Großen. Aachen ist nicht weit und wahrscheinlich hat Karl der Große hier in Palenberg eine Jagdkapelle gehabt. Die soll aus Holz gewesen sein und stand genau an der Stelle, wo man dann im 11. Jahrhundert diese Steinkapelle baute. Die Kapelle ist 9 Meter lang und 6 Meter breit. Im 17. Jahrhundert, nach dem Dreißigjährigen Krieg, baute man die nördliche Vorhalle an. Da gibt es sogar einen Kamin. Ja, die Kapelle ist zurzeit verschlossen. Wir können also leider nicht reingucken, sondern müssen uns mit diesem Bild hier zufrieden geben. In der Kirche drin gibt es sogar Wohnräume für Wachmannschaften. Die waren hier, weil man von hier aus den Ausblick über das Tal der Wurm hat. Die Wurm, das ist der Fluss, der durch Übach-Palenberg fließt. Ist eine Grabplatte, die liegt in Höhe des Eingangs. Ich glaube, das ist ein Pfarrer, der hier begraben wurde. Gleich neben der Karlskapelle, da ist dieser Friedhof. Das sind alte Grabkreuze aus Sandstein, die hier stehen. Wir gehen jetzt aus dem Jahr 1000 nochmal 700 oder 800 Jahre in der Geschichte zurück. Wir gehen in das Jahr 200 oder 300 nach Christus. Das ist der Fluss Wurm, der hier fließt. Und wir sind in einem Park. Das ist das Naherholungsgebiet Wurmtal. Und ich finde, das sieht auch im Winter ganz romantisch aus, auch wenn es hier keine Blätter an den Bäumen gibt. Ups, nicht jede Brücke führt ans Ziel. Da hinten, da sehe ich schon den Ort, wo ich hin will. Wir sind hier an der ehemaligen Via Belgica. Das war eine Römerstraße, eine Heerstraße. Die verband Köln mit Aachen, die ging aber hinter Aachen noch weiter bis zum Meer hin. Hier auf dem Plan kann man das sehr schön sehen. Die Römerstraße verband Köln mit Übach-Palenberg. Die ging natürlich von Übach-Palenberg dann weiter nach Aachen. Auf 5 Kilometer ging die Straße über das heutige Stadtgebiet von Übach-Palenberg.
Ich glaube, die Enten wollen die Mauern da hinten verteidigen. Das sollten sie auch, denn die Mauern da hinten, das ist ein richtiger Kulturschatz. Der ist aus dem Jahre 200 oder 300 nach Christus. Entlang einer Heerstraße der Römer, da siedelten natürlich auch Menschen, insbesondere die Römer, die bauten sich dort große Gutshöfe, sogenannte Villa Rustica. Und genau hier in Übach-Palenberg ist so eine Villa gewesen. Die hat aus insgesamt 10 Gebäuden bestanden. Was wir hier sehen, das sind die Mauern von einem römischen Bad, sozusagen das Badezimmer des Römers, der hier gewohnt hat. Als man 1988 dieses Freizeitgelände hier an der Wurm gebaut hat, da hat man auch dieses Bad gefunden. Das Bad ist 13 Meter lang und 6 Meter breit. Der Gutshof, der liegt von mir aus jetzt gesehen hinter mir, und zwar unter einem Hügel und ist nicht ausgegraben. Das Ganze ist hier ganz schön erklärt mit Schildern. Es gibt ein älteres Schild, das war ziemlich voll Graffiti, und es gibt dieses neue Schild hier. Zur Zeit der Römer hat die ganze Villa hier direkt an der Wurm gelegen und direkt vor diesem Badezimmer ist die Wurm lang geflossen. Deswegen gibt es hier auch so dicke Außenmauern. Da geht es in den Ankleideraum. Daneben ist ein Kaltbad. Das da hinten dürfte das Wasserbecken sein. Und dann geht es in den Schwitzraum mit einem Teil der wieder aufgebauten Heizungsanlage. Und da hinten ist die Feuerung. Das Ganze ist hier rekonstruiert, das heißt, man hat das, was man gefunden hat, etwas vergrößert, etwas mehr an Steinen draufgebaut. Man kann das hier sehr deutlich sehen, durch die Verfärbung. Das untere ist das alte Original und das andere ist rekonstruiert und das Ganze ist deutlich getrennt durch eine Kante. So, von hier hat man das Bad betreten. Wir kommen jetzt zuerst mal in einen Raum, da hat man sich ausgezogen und später eben wieder angezogen. Der nächste Raum jetzt, das ist das sogenannte Kaltbad. Da sieht man hier auf der rechten Seite ein Becken, da war kaltes Wasser drin. Das Ganze hat man heute abgedeckt mit diesem Rost hier und man sieht da drunter, da liegt ganz schön viel Müll. Der dritte Raum, das ist dann das sogenannte Warmbad. Da war es warm drin, da wurde drin geschwitzt. Man hat rekonstruiert da drin eine römische Heizungsanlage, so wie das hier ausgesehen haben mag. Man sieht die Steine aufeinander geschichtet, da drauf der Fußboden. Da unten wurde heiße Luft durchgepustet und dadurch war es in dem Raum warm. Wir schauen jetzt mal hier die Außenseite. Das ist die Seite, wo der Fluss Wurm lang geflossen ist früher. Deswegen sind diese Mauern auch stabiler. Die standen direkt am Wasser. Das Haus hat von außen wahrscheinlich wunderschön ausgesehen. Heute ist das so ein bisschen von Graffiti verunstaltet. Das hier ist der vierte Raum des Bades. Den haben die Badegäste allerdings nie zu Gesicht bekommen. Das ist die sogenannte Feuerung. Hier haben die Diener das Feuer angemacht. Der heiße Rauch wurde dann durch diesen Tunnel da reingeblasen unter den Fußboden. Und unter diesem Hügel, da liegt bis heute der Rest der Villa. Diesen Baum hier auf dem Hügel, den wollte ich euch noch zeigen. Hier ist eine Plakette dran, da steht drauf, der wurde gepflanzt zur Erinnerung an den Tag der Deutschen Einheit. 3. Oktober 1990. Das war's dann aus Übach-Palenberg. In diesem Sinn, tschüss.